Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also die Ukraine, wenn man das Land hört, also viele Leute haben sich jetzt vielleicht das erste Mal richtig mit dem Land beschäftigt oder sind ja noch dabei. Generell, wenn man jetzt über die Ukraine, so die Fakten, die man so kennt, man weiß, hat ungefähr die Hälfte der Einwohner von Deutschland, so grob gesehen, ne? 44 Millionen ungefähr. Es gibt die Schwarzmeerküste, das wissen viele. Es gibt so ein paar besondere Sehenswürdigkeiten, von denen viele schon mal gehört haben, die Sophienkathedrale zum Beispiel oder auch diese wunderschöne Einkaufsstraße, deren Name ich so schwer aussprechen kann, Kretschaknik oder so ähnlich. Also man hat gehört, das ist die Kornkammer von Europas. Vielen war das nicht so klar, jetzt ist das plötzlich klar geworden. Aber in Zukunft wird es eben auch in Nachschlagewerken stehen und in den Köpfen sein, ist der jüngste Krieg in Europa. Und das kommt eben mit dazu, zu dem, was wir gehört haben. So, wir haben also heute, wir freuen uns sehr, dass wir in einem Podcast die Frau Januszewicz haben und den Herr Dykunski. Genau, ja. Vielleicht beginnen wir einfach so, dass Sie sich beide kurz vorstellen und dann steigen wir in das Thema zusammen ein. Hallo zusammen, sehr geehrter Herr Taborek, sehr geehrte Zuschauer und Zuhörer. Ich heiße Olga Januszewicz und ich bin eine Juristin bei DLF Rechtsanwalt der Ukraine. Ich arbeite dort schon ein bisschen mehr als 1,5 Jahre und bin mit den Fragen von Körperschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht beschäftigt. Ja, und unser Unternehmen hat vorwiegend die Kunden aus deutschsprachigen Ländern, aber auch von den anderen Ländern Europas und auch aus der USA, China, also von der ganzen Welt eigentlich. Ja, und wir sind froh, dass wir jetzt hier öffnen, und für die Zuschauer vertreten könnten. Klasse, sehr schön. Eine Frage interessiert uns trotzdem noch, wo haben Sie denn so wunderbar Deutsch gelernt? Ich lerne Deutsch seit 1. Klasse und ich habe noch 2 Jahre in Deutschland studiert, in Frankfurt an der Oder, an der Universität Viadrina, Europa-Universität Viadrina, ja, und danke für Kompliment. Schön, dann vielen Dank für die Vorstellung. Jetzt gehen wir zum Herrn Dykunski. Ja, schönen guten Tag. Hallo zusammen. Mein Name ist Igor Dykunski, ich bin Managing Partner der Anwaltskanzlei DLF Rechtsanwälte. Meine Kollegin Olga hat schon unsere Kanzlei kurz vorgestellt. Ich kann nur zusammenfassen, dass wir deutschsprachige und englischsprachige Mandanten in der Ukraine verfügen. Also wir haben fast gar keine ukrainische Mandante in dem Sinne, außer ukrainischen Tochtergesellschaften. Das heißt, wir verstehen die Mentalität der deutschen Unternehmen, die in der Ukraine vertreten sind. Wir verstehen, was auf sie hier zukommt und wie wir ihre Herausforderungen in der Ukraine lösen können, ja, auf dem rechtlichen Wege. Ja. Wir haben auch sogenannte German Desk. Olga und ich gehören auch dazu und auch andere Anwälte, also unterstützen gerne alle Geschäftsleute, Investoren in der Ukraine, die bereit sind, sich hier niederzulassen bzw. schon Geschäfte erfolgreich machen. Ja, vielen Dank. Aber von Ihnen wollen wir auch gerne wissen, warum können Sie so gut Deutsch? Schwierig zu sagen, auch von der 1. Klasse gelernt, in Stuttgart, Wien, Göttingen, Augsburg studiert, überall. Aber seit 15 Jahren berate ich vorwiegend deutschsprachige Unternehmen, das heißt, jeden Tag lernt man was dazu. Ja. Klasse. Dann würde uns niemand verzeihen, wenn wir jetzt in einem Podcast so tun, als gäbe es gerade kein Krieg, oder? Deswegen 1, 2, 3 Fragen müssen wir einfach mal ganz kurz mit erwähnen. Also vielleicht die wichtigste Frage, wie geht es Ihnen selber gerade? Fühlen Sie sich gerade, sind Sie an einem sicheren Ort und fühlen sich einigermaßen sicher und gut gerade?
Ja, alle unsere Kollegen, also sie sind in Sicherheit. Ja, also wir sind eigentlich schon zerstreut. Natürlich nicht im Büro in Kiew. Einige Kollegen sind in Kiew, in der territorialen Verteidigung zum Beispiel. Ja, wir machen auch ziemlich viel im Bereich humanitäre Hilfe für die Ukraine. Versuchen jetzt auch die Anfragen unserer Mandanten zu bearbeiten, obwohl in den ersten 2 Wochen, das war wirklich so ganz, ganz ruhig. Also da gab es sogar gar keine Anfragen und wir hatten auch keine Zeit dafür. Ja. Einige Kollegen sind umgezogen in die Westukraine. Olga sitzt jetzt in Deutschland auch, also mit ihren 3 Kindern. Ja. Und deswegen ist es eine Herausforderung für das ganze Land, aber unser Team hat das bis jetzt ziemlich gut gemeistert, ja, was die Familien angeht. Ja, das freut uns natürlich zu hören. Jetzt gibt es ja eine ganze Menge, Sie haben ja selber gesagt, Sie beraten eigentlich fast ausschließlich deutsche Mandanten in der Ukraine. Wie geht es denn da diesen deutschsprachigen Mandanten zurzeit? Also wie hart betrifft die das jetzt? Also kann man sich das so vorstellen, dass alle jetzt ihren Betrieb geschlossen haben und niemand mehr da ist und nichts mehr läuft? Oder was passiert da eigentlich jetzt momentan gerade in der Wirtschaft? Also ich glaube, es ist unterschiedlich. Also was wir jetzt in der Westukraine mitbekommen, also es gibt sehr viele Automobilzulieferer hier in der Ukraine, ja auch, also Unternehmen. Und in der Ukraine, also in der Westukraine, also diese Werke laufen auch in Kolomea. Ich glaube, nur die ersten 2 Wochen hat man nicht gearbeitet. Also dort ist einer der deutschen Automobilzulieferer vertreten. Aber jetzt arbeiten die Leute ganz normal. Auch also das Werk in Lutsk, das ist nicht weit von der weißrussischen Grenze, hat die Arbeit aufgenommen. Und das heißt, also, wir kämpfen eigentlich auf unterschiedlichen Fronten, auch auf dem wirtschaftlichen. Ja. Wir müssen auch die Steuer zahlen als Land, als die Wirtschaft, als Business. Und wir müssen auch unser Staat also dadurch unterstützen. Aber das ist unterschiedlich natürlich. Also es gibt also ganz gravierende Fälle in der Ostukraine, in Trostyanets zum Beispiel, der Hersteller von den bekannten Oreo, also Süßigkeiten, und das ganze Werk zerstört. Ja. Es gibt auch andere leider schlimme Fälle. Aber in der Westukraine fühlen wir uns hier sicher. Ja. Und was ich hier mitbekomme, also natürlich, also es gibt auch viele IT-Unternehmen hier in der Ukraine, ja, die sind auch also fast, ich würde sagen, also fast, ja, also im großen Sinne unbetroffen, ja, weil die haben das anders, natürlich, also das ganze Geschäft läuft anders wie die Produktion. Aber das ist also von der Region her aus unterschiedlich, ja. Jetzt hatten Sie in Bezug auf Ihre Mandantschaft ja schon angesprochen, Automobilindustrie, jetzt gerade auch noch über IT-Unternehmen gesprochen. Die Mandanten, oder die Unternehmen aus dem deutschsprachigen Bereich, die vorzugsweise jetzt in die Ukraine gekommen sind und da sind, gibt es da außer der Automobilindustrie noch andere so typische Industriezweige, die sich in der Ukraine da so sesshaft gemacht haben und erfolgreich tätig sind? Was sind das so für Branchen? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Also das IT haben wir schon erwähnt. Ja, die Landwirtschaft ist natürlich so bekannt. Ja, und den Anbau von Weizen, ja, sondern auch also um die Verarbeitung, ja, Viehzucht oder Schweinezucht, auch Hühnerfleisch. Ja, also wir produzieren sehr, sehr viel von denen. Und auch diese anderen Nischen sind in der Ukraine so ganz verbreitet. Ja. Wir sind auch im Bereich Lohnveredelung, also ja, Automobilzulieferer, Textilindustrie in dem Fall, aber auch zum Beispiel Lebensmittel, also Verarbeitung von Lebensmitteln wie Fisch, ja, in der Ukraine. Von Hamburg zum Beispiel wird wurde eingeführt und hier verarbeitet und dann weiter ausgeführt. Es gibt also ziemlich viele Branchen und das sogenannte neue Gesetz, also verabschiedet noch letztes Jahr über die Unterstützung von großen Investoren ab 20 Millionen Euro, mindestens 80 Arbeitsplätze und natürlich also auch überdurchschnittliches Gehalt. Ja.
Alle diese Themen also wurden noch letztes Jahr ganz gut entwickelt, ja, und wir sind immer noch auf dem guten Wege. Auch das Gesetz über die Industrieparks, ja, und auch andere Themen, also die werden, also meiner Meinung nach nach dem Sieg Sieg der Ukraine in diesem Krieg, also wird die Wirtschaft liberalisiert und es werden hoffentlich mehr ausländische Unternehmen in die Ukraine kommen. Ja. Das ist durchaus ein ganz wichtiges Thema, denke ich. Ne? Da wird es hoffentlich dann auch einige Wiederaufbauprogramme geben und bestimmt auch ein Thema dann für einen zweiten Podcast dann, wenn ja, gerne. mehr klar ist. Ne? Jetzt das Leben in der Ukraine, wie stellt man sich das jetzt mal abgesehen von dieser schrecklichen Situation jetzt gerade, aber normalerweise, wie würden Sie jetzt das Leben in der Ukraine im Vergleich zu anderen europäischen Ländern beschreiben? Also wenn sich jemand entscheidet, dahin zu ziehen, wohnt in der Ukraine, was erwartet ihn und was wird ihm vielleicht fehlen? Ich glaube, dass am besten, also redet man in diesem Fall mit den Experts in der Ukraine, aber wir haben viele Mandanten, auch also Freunde in der Ukraine, die Ausländer sind. Die haben schon seit 2008, ja, seit dieser Wirtschaftskrise gemerkt, dass die Expats oder Ausländer die Ukraine nicht verlassen wollen. So, erstens, die bekommen, also das Land ist wirklich interessant, ja, also Kiew, Lviv, Odessa, Tschernowtsi oder auch meine Heimatstadt Ivano-Frankivsk, also diese Städte verändern sich. Ja, wir sprechen nicht von kleinen Dörfern oder kleinen Bezirksstädten, ja, aber hier boomt das Leben, ja, und zudem natürlich also gibt es die sogenannte Auslandszuschüsse, ja, und auch im Jahr 2008 so viele wollten damals die Ukraine nicht verlassen, wurden aber gezwungen, ja, weil ihre Stellen abgeschafft wurden. Aber auch nach dem Kriegausbruch im Jahr 2014, 2015 war das also das waren keine gute Zeiten für die ukrainische Wirtschaft. Also wir haben wirklich, ich glaube, 20% unseres Bruttoinlandsprodukts verloren. Sehr große Inflation gab es damals, aber in den letzten Jahren schon wieder gab es diese Wiederaufbau, Wachstum. Ja, und wir haben immer mehr ausländische Geschäftsleute hier bekommen, auch Privatpersonen, die wir so nennen, also digitale Nomaden. Die haben verstanden, dass in Kiew zum Beispiel man ganz gut leben kann. Man kann gutes Geld verdienen, wenn man für ausländische Unternehmen arbeitet, ja. Aber zudem bekommt man noch also ein besseres, interessantes Leben. Ja. Wir haben auch Mandanten aus Frankfurt oder aus München, die haben gesagt, also, die haben sich in Kiew sicherer gefühlt als zum Beispiel in Frankfurt, ja, im Stadtzentrum. Ja. Und also das war auch interessant für mich, ja, weil eigentlich also die deutschen Städte sind sicherlich sicher, ja. Aber dieser Vergleich also war auch eine Entdeckung für mich, ja. Und immer mehr IT-Unternehmen also, sind in die Ukraine gekommen, auch Privatleute, die, also zum Beispiel Lviv ist ganz interessant, also von dieser Kultur her, und auch viele Restaurants, das ganze Leben ist anders, ja, also meiner Meinung nach. Ja. Wenn wir zum Beispiel Deutschland oder Österreich, also schöne Länder vergleichen, aber die eher zu ruhig sind, ja, aus meiner Meinung. Wie Igor schon gesagt hat, wir haben ein stark entwickeltes Bereich von IT-Industrie und meiner Meinung nach hat diese Entwicklung dieser Branche das ganze Leben in der Ukraine beeinflusst, also ganz stark beeinflusst und jetzt hier in Deutschland kann ich das bemerken. Zum Beispiel sind bei uns in der Ukraine sehr viele Lösungen per Online-Dienstleistungen gefunden für Verwaltungsdienstleistungen zum Beispiel. Wir haben ein großes Plattform, das DIA heißt, und durch diese Plattform kann man die ganze Liste von verschiedenen Verwaltungsdienstleistungen bekommen. Sowohl, also diese Leistungen sind für die natürliche als auch für juristische Personen zugänglich. Und man kann dort zum Beispiel soziale Hilfe für beim Geburt des Kindes bekommen und sogar sich als Einzelunternehmer registrieren lassen und sogar
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Mustersatzung auch registrieren. Und eigentlich geht es viel, viel schneller als vermute ich in Deutschland. Zum Beispiel habe ich auch bei den Banken bemerkt, bei uns dauert die Bankkontoeröffnung circa 2 bis 5 Minuten maximal. Und wir können schon eine Karte bekommen mit Pins und das alles, was dazugehört. Und in Deutschland habe ich circa eine halbe Stunde das Bankkonto eröffnet. Danach wurde mir per Post wurden mir zuerst die Pins verschickt und danach noch die Karte selbst. Also das war für mich so eine Überraschung, weil ich nach der Ukraine das nicht erwartet habe, dass in so einem entwickelten Land irgendwie solche Dinge so lange dauern, ja. Und eigentlich, ich verstehe jetzt, warum, dass vielleicht wirklich unser IT-Entwickler, sie sind wirklich stark und sie arbeiten nicht nur bei den ausländischen Unternehmen und Tochtergesellschaften, sondern auch beim Staat. Also Gott sei Dank. Ja, also ich denke, dass in diesem Sinne könnten die Ausländer sich in der Ukraine auch wohl fühlen. Danke, das war eine gute Zusammenfassung. Wir kommen ja dann nochmal zu sprechen auf den Prozess einer Unternehmensgründung. Generell also die Infrastruktur, wenn man sagt, also ich würde jetzt in die Ukraine gehen, ich möchte da leben, ich möchte da mein Unternehmen gründen, investieren. Also Infrastruktur, die ich vorfinde, ist gut. Wie sieht es aus? Also generell, wenn wir nochmal sagen, Internet, Strom, öffentliche Verkehrsmittel, das ist immer das, was so angesprochen wird. Wie würden Sie das sehen, Herr Dikunski? Also Internet läuft bei uns ganz, ganz gut, auch also unter diesen Bedingungen. Also überall. Ja, also wirklich, also alles funktioniert. Also Sie haben auch öffentlichen Verkehr erwähnt. Also ich würde vorschlagen, in dem Fall natürlich, also haben wir in Kiew auch die U-Bahn, ja. Aber zum Beispiel also viele Ausländer, die profitieren davon, dass die Taxikosten bei uns wirklich niedrig sind. Ja. Deswegen also, das ist auch ganz, ganz praktisch, ja. Und natürlich, also es gibt also Züge zwischen ukrainischen Städten, ja, Nachtzüge meistens, weil die Entfernungen auch größer sind. Natürlich also Flugverbindungen, ja, also nicht so gut wie zum Beispiel in Deutschland, ja, dass man also von kleinen Städten, also von Köln zum Beispiel nach München, also mindestens 3 oder 4 Mal fliegen kann. Aber trotzdem, dass diese Möglichkeiten bestanden früher, ja. Und aber meistens werden die Zugfahrten bevorzugt und dann natürlich also innerhalb der Stadt, also Taxifahrten. Aber eigentlich also kommt darauf an, wo die Ausländer sich niederlassen wollen, ja, weil natürlich also als IT-Entwickler oder Software-Developer kann man überall arbeiten, wenn es um eine Produktion geht oder zum Beispiel um Viehzucht, ja, also im kleinen Ausmaß auch, ja. Dann muss man natürlich also die anderen Faktoren berücksichtigen. Vielleicht steigen wir jetzt mal direkt in das Thema Unternehmensgründung ein. Die Frau Januszewicz hat ja schon erwähnt, das Thema Unternehmensgründung sehr, sehr modern organisiert, alles wahrscheinlich online dann über diese Plattform machbar. Gibt es generell noch was zu sagen? Also bei der Beantragung oder bei der Gründung eines Unternehmens, Eintragung in Register und so weiter und so fort. Was gibt es so für typische Gesellschaftsformen und mit welcher Zeit und mit welchen Kosten ungefähr muss ich rechnen, bis mein Unternehmen operativ tätig sein kann? Ich würde in dem Fall also eher den Akzent auf den Fakt setzen, dass Ausländer nicht unbedingt in die Ukraine kommen sollen für die Firmengründung. Ja. Natürlich lässt sich alles aufgrund einer Vollmacht erledigen, ja. Die werden also aufgrund einer apostillierten, zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich, in der Schweiz, Vollmacht, können wir alle Handlungen hier vor Ort vornehmen. Ja. Wir beantragen dann eine Steuernummer in der Ukraine für die Privatperson, ja, die natürliche Person, und dann erfolgt die Eintragung der Gesellschaft, ja, im ukrainischen Handelsregister. Das Ganze erfolgt ziemlich schnell, ja, auch die Eröffnung eines Bankkontos, ja. Ich würde vorschlagen, wenn wir auch, ich würde so einschätzen, wenn wir auch die Beantragung einer ukrainischen Steuernummer berücksichtigen, dann innerhalb von maximal 10, höchstens
14 Werktagen kann alles erfolgen. Ja, dann ist die Gesellschaft handlungsfähig. Ja. Aber viel wichtiger ist in diesem Fall nicht die Frist, innerhalb welcher die Gesellschaft eingetragen wird, beziehungsweise handlungsfähig ist, sondern dass sie auch operativ tätig wird, ja, dass zum Beispiel die die Befugnisse des Geschäftsführers klar definiert werden, ja, dass die Gesellschaft dann also keine Probleme haben, wenn es um den Abschluss von bestimmten Verträgen geht, ja, oder das sogenannte Vier-Augen-Prinzip klar definiert wird. Ja, das ist viel wichtiger, wie unsere Erfahrung zeigt, ja. Gibt es denn, also braucht man einen lokalen Geschäftsführer oder kann eine im Ausland wohnende Person Geschäftsführer sein? Wie ist das in der Ukraine? Ja, am Anfang braucht man einen ukrainischen Geschäftsführer, obwohl im letztes Jahr gab es auch Gesetzesänderungen. Das heißt, auch Ausländer können jetzt bei der Firmengründung können sie zum Geschäftsführer bestellt werden, ja, beziehungsweise aufgrund eines Arbeitsvertrags handeln. Ja. Aber auch die Beantragung einer Arbeitserlaubnis beziehungsweise einer Aufenthaltsgenehmigung, besonders in den Corona-Zeiten, das war auch wichtig, dass man eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung hat, ja, weil noch im März bzw. April 2020 gab es Einschränkungen in Bezug auf die Einreise in die Ukraine und nur die Ausländer, die über eine vorübergehende oder eine permanente Aufenthaltsgenehmigung verfügten, ja, durften das problemlos machen. Ja. Jetzt haben Sie gerade die Aufenthaltsgenehmigung angesprochen. Gibt es da verschiedene Aufenthaltsgenehmigungsarten, die man beantragen kann? Also wie schwierig ist das? Kann man abgelehnt werden? Oder was muss man für Anforderungen erfüllen, um die Aufenthaltserlaubnis in der Ukraine zu bekommen? Wie lange läuft die? Hier sprechen wir von 2 Aufenthaltsgenehmigungen, von 2 Arten, ja, vorübergehender und von permanenter Aufenthaltsgenehmigung. Die permanente Aufenthaltsgenehmigung wird in dem Falle erteilt, wenn der Ausländer eine Investition von mindestens $100.000 geleistet hat in die ukrainische Wirtschaft. Ja. Das heißt, es wird eine ukrainische Gesellschaft gegründet, wird das Stammkapital in Höhe von mindestens $100.000 eingezahlt und danach erfolgt die Beantragung einer sogenannten Immigrationsgenehmigung und erst dann erfolgt die Beantragung einer permanenten Aufenthaltsgenehmigung. Das ganze Verfahren kann bis zu einem Jahr dauern, ja, aber dann hat der Ausländer eine permanente, das heißt unbegrenzte, uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung. Ja. Natürlich, also man muss mindestens $100.000 investieren. Natürlich, dieses Geld kann man zum Beispiel auch für den Erwerb einer Immobilie verwenden. Ja? Und auf diese Weise kann man auch in der Ukraine Geschäfte machen, beziehungsweise davon profitieren, dass die Preise noch vor dem Krieg immer gestiegen sind, beziehungsweise besonders wenn wir von den Neubauten sprechen. Ja. Die vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung wird beantragt, wenn man einen rechtlichen Grund dafür hat, ja, und meistens nach der Beantragung einer Arbeitserlaubnis, ja, oder als Gesellschafter bzw. Gründer einer ukrainischen Gesellschaft und mindestens $100.000 Euro ins Stammkapital eingezahlt hat. Dann kann man auch die vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Und jetzt hatten wir ja schon am Anfang mal ganz kurz über das Thema digitale Nomaden auch gesprochen. Also es könnte jetzt einfach sein, dass jemand sagt, ich arbeite im Internet weltweit und ich möchte gerne auch mal diese Gegend kennenlernen. Ich möchte gerne mal eine Zeit lang in der Ukraine wohnen, leben, von dort aus arbeiten. Ist das möglich, dass dann jemand längere Zeit als sozusagen einen Teil seines digitalen Nomadenlebens in der Ukraine dann hat? Oder wie ist das? Was gibt es da für Aufenthaltsmöglichkeiten? Normalerweise 3 Monate wahrscheinlich, ein normales Visum oder wie läuft das? Was gibt es da für Aufenthaltsmöglichkeiten? Die Einwohner von Deutschland, bzw. Österreich oder der Schweiz, die dürfen sich innerhalb von 90 Tagen aufhalten, innerhalb von 180 Tagen. Das heißt, man darf also diese Obergrenze nicht überschreiten. Aber wenn Sie sich hier in der Ukraine als Einzelunternehmer zum Beispiel eintragen lassen, ja, eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen, dann können Sie hier auch das ganze Jahr bleiben und es wird auch nicht kontrolliert, wie viele Tage tatsächlich in der Ukraine verbracht wurden. Ja.
Und wir haben auch Mandanten, die das, wie gesagt, so erfolgreich machen, sind zufrieden, ja, genießen das Leben in Lviv oder in Kiew oder haben genossen, ja, in Lviv immer noch, ja, weil es gibt also hier keine großen Auswirkungen des Krieges. Und diese Möglichkeit besteht, ja. Das heißt, so aufgrund der erteilten Aufenthaltsgenehmigung können sich Ausländer hier in der Ukraine aufhalten und können auch weiter für ihre deutsche bzw. österreichische Unternehmen tätig sein. Und diese Aufenthaltsgenehmigung dann, die ist immer für ein Jahr befristet oder wie läuft das? Und dann muss wieder verlängert werden? Ja, in diesem Fall ja, für ein Jahr. Ja, also wenn wird problemlos verlängert. Okay. Was würden Sie denn jetzt zum Beispiel sagen, wo sehen Sie das größte Potenzial, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte in die Ukraine kommen oder einfach auf der Suche ist, was sich verschiedene Länder anschaut? Was hätte denn die Ukraine Interessantes zu bieten für Leute, die investieren wollen, die geschäftlich tätig sein wollen? Okay, also ich glaube in diesem Fall, also wir müssen auch trennen, also Privatpersonen zum Beispiel, die sagen so 100 oder 300.000 Dollar haben, ja, die in die Ukraine kommen. Es gibt ziemlich gute Möglichkeiten beim Investment in ukrainische Immobilien. Ja, besteht immer noch also diese Möglichkeit, obwohl im Moment die staatlichen Register nicht zugänglich sind. Ja, nach dem Kriegsausbruch also hat man also die Register gesperrt, ja, und man kann in diesem Fall so die Immobilien nicht erwerben. Ja, aber zumindest kann man in die Ukraine kommen, nach Lviv, nach Ivano-Frankivsk oder Užhorod, ja, kann man sich umschauen und wirklich so den Eindruck bekommen, wie das hier alles läuft. Ja, und hier sieht man schon so viele Neubauten. Ja, es gibt also wirklich so diese Möglichkeiten zu investieren, nachdem der Krieg vorbei ist, nachdem wir in dem Fall also gewonnen haben, und kann man schon den ersten Eindruck bekommen, beziehungsweise sich eine Location ja aussuchen. Die zweite Möglichkeit, also es gibt also auch Ausländer, die in die Ukraine kommen und versuchen also hier ihre Geschäftsideen ja zu testen, ja. Weil erstens solche Städte wie Ivano-Frankivsk oder Czernowitzy sind nicht auf dem Radar von anderen Geschäftsleuten. Und zum Beispiel so Zustellung von Lebensmitteln, ja, oder auch also Zustelldienste, ja. Also diese Städte also kann man hier ganz gut testen, ja, und dann also ins Geschäftsmodell übernehmen. Ah, auch interessant. Ja. Dann interessiert unser Zuhörer und auch mich persönlich, das Steuersystem mal zu verstehen von der Ukraine, jetzt auch im Vergleich, im Wettbewerb zu anderen europäischen Ländern. Also was für Steuern erwarten mich? Wir haben in der Regel die Einkommenssteuer, wir haben die Körperschaftssteuer. Gibt es noch andere Steuern zum Beispiel, die es in der Ukraine gibt? Was Körperschaftssteuer angeht, gibt es hier also einen Basissteuersatz 18%. Aber bei verschiedenen unterschiedlichen Tätigkeitsarten gibt es auch kleinere Steuersätze, sogar nur 3%, 5% und so viel und so weiter. Wenn es um ein vereinfachtes Steuersatz geht, vereinfachtes Besteuerung, dann ist zum Beispiel in der Ukraine eine populäre dritte Gruppe von Einzelunternehmer oder die GmbHs können auch dieses Steuersystem wählen. Hier sind also zwei Möglichkeiten. Entweder 5% des einheitlichen Steuer, der einheitlichen Steuer oder 3% der einheitlichen Steuer plus Umsatzsteuer 20%. Ja, und während des Krieges sind eigentlich sehr wichtige Änderungen eingetragen anlässlich dieses vereinfachten Steuersystems. Und zwar können die Unternehmer und Unternehmen, die bis 10 Milliarden Hryvnias Einkunft haben, können Sie diese vereinfachte Besteuerung beantragen. Und in diesem Fall können Sie alle nur 2% der Steuer bezahlen.
weil unter normalen Umständen ist dieser vereinfachte System nur für solche Unternehmer oder Unternehmen zugänglich, die bis 7 Millionen Hryvnia Einkommen, also Einkünfte haben. Also das ist schon eine Liberalisierung der Wirtschaft für Unternehmer in dieser Kriegszeit. Und das ist sehr wichtig, wie die Stadt uns auch unterstützen kann. Und man muss aber dieses vereinfachtes System beantragen. Und sie wird, wer wollte das machen, der sollte zum Beispiel zum 1. April dieses System beantragen. Also dann trifft es seit nächstem Quartal, Vierteljahr in Kraft. Ja, dann es gibt also noch wichtige Frage von Einkommensteuer, die auch Basissteuersatz 18% haben. Wir haben auch schon seit 2014 Militärgebühr, die 1,5% beträgt. Was noch so wichtig ist, zum Beispiel, wie gesagt, für diese IT-Branche wurde bei uns ganz neues Rechts- und steuerrechtliches Regime eingeführt. Hier stehen einem Unternehmen aber 2 verschiedene Varianten zur Auswahl, was die Besteuerung der Erträge betrifft. Entweder Sie eine normale Körperschaftssteuer 18% zahlen oder werden Sie 9% von verschiedenen, also bestimmten Geschäftsoperationen zahlen. Und es gibt auch sehr viele Vorteile, die diese Residenten von DS City auch angeboten sind. Ja, zum Beispiel ihre Dividenden, wenn Sie während 2 Jahren keine Dividendenausschüttung machen, werden dann diese Dividenden nicht besteuert überhaupt. Eigentlich es gibt sehr viele, soweit wir verstehen, können zum Beispiel auch die Arbeitnehmer als DSCT-Arbeitnehmer auch profitieren. Zum Beispiel sie können nur statt normaler Einkommensteuer 18%, werden sie nur 5% Steuer bezahlen, also Einkommensteuer bezahlen. Deswegen ist dieses System wirklich günstig für diese Branche. In dem Sinne wurde auch diese Branche legalisiert, weil diese Einführung dieses Rechtsregimes waren viele Unternehmen im IT-Bereich in sozusagen grauen Zone, wenn sie die Arbeit von Einzelunternehmern benutzten, obwohl es tatsächlich die Arbeitnehmerbeschäftigung war. Ja, und das könnte eigentlich sehr viele Fragen vereinfachen. Was ich wollte noch auch hinzufügen, was IT-Branche angeht. Wir hatten auch vor dem Krieg einen wichtigen Entwurf schon als Grundgesetz angenommen. Und zwar, das ist ein Gesetz über elektronische Residentschaft. Das, was Sie schon gefragt haben, das ist für IT-Spezialisten aus der ganzen Welt angeboten, die in der Ukraine arbeiten und Residenten der Ukraine sein möchten. Das ist wirklich eine sehr perspektive und attraktive Möglichkeit für Sie. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich noch mal 1, 2 Nachfragen. Also diese Dia City, wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine Region, in der ich dann mich ansiedeln muss und wohnen muss und das Büro sein muss, oder ist das nur ein virtuelles Konstrukt? Virtuelles Region, ja, sozusagen. Also man kann dann sein Büro in Kiew haben und in Kiew wohnen, oder wie läuft das dann? Um Resident von DS City zu werden, muss man als Resident der Ukraine schon
registriert sein. Das ist nur für die Residenten von Ukraine, für die Ukraine zulässig. Dann muss man mindestens 9 Arbeitnehmer oder Gig-Spezialisten haben und mit dem durchschnittlichen Lohn 1.200 Euro. Und wenn man diese Anforderungen erfüllt, kann man diese Status von die Residentschaft von DSCT online beantragen. Das kann auch durch diese Plattform, von dem ich schon früher erzählt habe, das DIA heißt. Man kann diese Residentschaft beantragen. Das dauert circa 10 Minuten. Genau vor der Krieg startete eigentlich diese Möglichkeit und die ersten DSCT-Residentschaften schon registriert wurden. Jetzt während des Krieges haben sie auch einige Vorteile, weil eigentlich vorläufig können sie nicht alle Anforderungen zu den Residenten erfüllen. Es ist erlaubt und sie müssen auch keine Prüfungsberichte und keine Erklärung auch verschicken während dieses Kriegszeit. Also sie können auch einfach ruhig weiterarbeiten von allen Ecken der Welt. Obwohl sie die Steuer bezahlen müssen, wie sie das eigentlich beantragen haben. Sie können noch später versuchen, alle diese Anforderungen zu erfüllen. Ja, also vielen Dank bisher. Also die Zeit neigt sich auch jetzt ganz langsam dem Ende zu, aber wahrscheinlich gäbe es noch eine ganze Menge, auch was man erzählen kann. Jetzt eine wichtige Frage noch. Familie mit Kindern, die fragen immer nach dem Gesundheitssystem. Und gibt es ausländische Schulen? Wer kann mir dazu was sagen? Wenn jetzt ein Unternehmer kommt, bringt seine Familie mit und sagt, gehe ich dann lieber in Deutschland zum Zahnarzt oder lass mich da, wenn ich einen Blinddarm habe, operieren oder ist das alles top? Wie würden Sie das sagen? Und gibt es ausländische Schulen? Ich würde dann also zuerst mit den Schulen anfangen. Ja. In Kiew gibt es auch englischsprachige Schulen. Ja. Und auch, es gibt auch eine deutsche Schule, ja, die Deutsche Schule Kiew. Ja. Auch mein Sohn besucht diese Schule und ich hoffe, auch ab September wird dort unterrichtet. Im Moment macht er das alles online natürlich, ja. Mit den Schulen wäre in diesem Fall in Kiew kein Problem. Ich gehe davon aus, auch in Lemberg oder in großen Städten, ja, wäre kein Problem, eine englischsprachige Schule zu finden, ja. Deutsche Schule, soviel ich weiß, gibt es nur in Kiew, ja. Was das Gesundheitssystem angeht, ja, also ukrainische Zahnärzte, ja, die machen ihre Arbeit ganz gut, ja, natürlich, also wir sprechen meistens von privaten Kliniken, ja, und mittlerweile gab es noch vor dem Krieg sehr viele Touristen, die extra aus diesem Grunde in die Ukraine gekommen sind, ja. Also alles ist natürlich viel billiger im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel oder zu Österreich, ja. Und wir haben mittlerweile schon diese Nische besetzt, die früher von anderen osteuropäischen Ländern angeboten wurde. Ja. Auch viele arabische Kunden, ja, Mandanten, die kommen auch in die Ukraine und profitieren davon, dass sie hier sich operieren lassen, beziehungsweise auch sich behandeln lassen. Ja. Und bevor wir jetzt gleich zum letzten Teil dieser Folge kommen, gibt uns Herr Dygunski noch einen positiven Ausblick in die Zukunft. Allgemein, ja, der erste Eindruck vom Land, ja, obwohl ich gehe davon aus, viele haben schon über die Ukraine gehört, beziehungsweise viele, also wie Sie zum Beispiel, ja, waren mindestens einmal hier, ja, weil wir haben viele Mandanten, die waren schon hier, ja, und das war der Grund, warum sie hier auch Geschäfte machen möchten, ja. Und auch, letztes Jahr gab es die ersten Flüge von arabischen Ländern, von
Kuwait bzw. von Saudi-Arabien, ja, und die Leute waren wirklich so gut beeindruckt, also wie gut alles hier in der Ukraine läuft, ja. Und ich bin zuversichtlich, also nach dem Kriegsende, bzw. nach unserem Sieg werden wir das ganze Land sehr gut aufbauen, gemeinsam, ja, mit westlicher Unterstützung, aber das wird ein ganz anderes Land sein. Ich denke auch, ne? Das wird, die Ukraine ist in den Fokus der Welt gekommen jetzt, das wird sich möglicherweise gut auswirken, ne? Also hofft man natürlich, wenn dann hoffentlich bald dieser Krieg zu Ende ist. Ja. Ich würde jetzt zu meiner Lieblingskategorie kurze Frage, kurze Antwort kommen. Also 3, 4 kurze Fragen und eine ganz kurze Antwort. Wenn man nur ganz kurz Zeit hat in der Ukraine, vielleicht nur einen Tag, was muss man unbedingt gesehen haben? Es gibt so viel. Würde ich sagen, dass das historische Zentrum des Kiews zum Beispiel ist sehr attraktiv. Da gibt es meine Lieblingskathedral, Michailo-Kathedral und Sophia-Kathedral gegenübereinander. Ja, und das ist ein symbolischer Platz zwischen diesen beiden Kirchen. Und das symbolisiert die Einigung der Ukraine. Okay, klasse. Dann frage ich den Herrn Pigunski mal, welches Gericht, wenn ich da in den Restaurants unterwegs bin, muss ich unbedingt einmal getestet haben? Ja, Borsch ist bekannt. Borsch, unsere Suppe, ja. Ist dann ganz bekannt und so viel ich weiß, also wirklich, also viele Ausländer genießen das. Genau so ist das. Ich liebe es auch sehr. Genau. Welchen Fehler muss man unbedingt vermeiden, wenn man in der Ukraine wohnt? Momentan würde ich also nicht vorschlagen, Russland zu unterstützen. Das ist ein wirklich so schwieriges Thema für uns. Ja, das ist natürlich nachvollziehbar. Was ist die schönste Jahreszeit? Ich bin immer mit Mai, so viel mit diesem Monat, ja. Mai. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht, ja. Die letzte Frage. Wie können Sie interessierte Mandanten am besten erreichen? Wir haben die Webseite dlf.ua. Wir haben übrigens sehr viele Informationen. Also unsere Webseite wird in 4 Sprachen geführt. Also wir haben sehr viele Informationen in deutscher Sprache. Ja. Dort gibt es so allen Fragen, ja, die wir heute besprochen haben, erläutert haben, ja. Auch zu anderen Themen. Wir haben auch sehr viele Newsletter, Q&As. Wir haben auch sehr viele Publikationen, ja, Broschüren. Auch die Broschüre Ukraine Investment Guide haben wir letztes Jahr veröffentlicht. Also dieses Jahr werden wir auch die Broschüre Steuern in der Ukraine erneuern. Auch die neue Broschüre Doing Agribusiness in Ukraine. Also wir versuchen unsere Mandanten bzw. potenzielle Mandanten, also auch Interessierte, über viele Themen zu informieren. Dann vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und halten Sie durch. Ne? Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und dass es Ihnen und Ihrer Familie, allen Freunden gut geht und natürlich bald wieder Ruhe ins Land und Frieden ins Land einkehrt. Vielen Dank. Dankeschön und herzlich willkommen nach dem Krieg in der Ukraine. Ja, unbedingt. Ich freue mich schon. Ne? Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.